Hier sehen Sie das, wie wir das Ganze machen. Sie können das entweder mit den Diamantstreifchen machen. Ich persönlich würde immer präferieren, das maschinell zu machen, was einfach wesentlich präziser ist. Wichtig, egal wie Sie es machen, messen Sie es. Stellen Sie wirklich sicher, dass Sie wissen, da ist genug Platz weggenommen. Das ist der Klassiker. Man macht die ersten Fälle und dann ruft man im Labor an und sagt, das funktioniert überhaupt nicht. Ja, wenn ich aber nicht genug weggenommen habe, dann kann die Bewegung auch nicht stattfinden. Das ist natürlich klar. Also von daher, ich mache das ganz gerne mit diesen Sets. Da sind die Strips drin und unterschiedlichen Größen, unterschiedlichen Körnungen und dann doppelseitig oder einseitig, je nachdem, was man braucht. Und damit kann ich eben hingehen und erstmal den Kontaktpunkt öffnen und am Ende das Ganze polieren. Damit haben Sie wirklich maximale Kontrolle. Hier kann man jetzt mal sehen, wie das Ganze vorgenommen wird. Erstmal geht man mit Zahnseide durch, um zu gucken, wie eng sind die Kontakte. Und dann geht man im nächsten Schritt mit dem oszillierenden Instrument hin, nimmt den Opener, macht das Ganze erstmal ein bisschen auf. Das ist jetzt auch nichts, wofür der Patient Sie ins Herz schließt, aber das ist auch nicht schlimm für einen Patienten. Das ist wesentlich angenehmer, als wenn Sie das Ganze mit Diamantstreifen von Hand machen, weil das ist echt übel.